Willkommen. Komm herein und lass dich nieder, wo du gerade bist. Es gibt nichts, was du jetzt tun musst. Nichts, woran du festhalten musst. Nichts, was du lösen musst. Der Tag, welche Form er auch angenommen hat, liegt hinter dir. Du kannst ihn treiben lassen, so wie ein Boot treibt, wenn sein Tau gelöst ist und die Flut es einfach mitträgt. Atme langsam ein, wenn du magst, und noch langsamer aus. Lass deine Schultern ein kleines Stück sinken. Lass deinen Kiefer weich werden. Lass die kleinen Muskeln um deine Augen ruhen, als würdest du etwas sehr Sanftes aus weiter Ferne betrachten. Heute Nacht gehen wir an einen warmen, stillen Ort. An einen Ort, der von sanften Farben beleuchtet ist. An einen Ort, an dem das Wasser flach ist und die Luft feucht, an dem die Arbeit unhastig ist und jede Aufgabe zu ihrer Zeit an die Reihe kommt. Du wirst für eine kleine Weile der leitende Reparateur an Bord einer stillliegenden Neonbarke sein. Ein langsames, flaches Boot, das durch die Kanäle einer Lagunenstadt gleitet, in der jedes Schild aus handgebogenem Glas gefertigt ist. Es ist eine freundliche Stadt. Es ist ein geduldiges Handwerk. Nichts Dringliches wird geschehen und nichts wird mehr von dir verlangen, als du im Halbschlaf geben kannst. Du musst dir die Einzelheiten nicht merken. Du musst dir nicht alles genau vorstellen. Wenn deine Gedanken abschweifen, ist das ganz richtig. Wenn deine Gedanken in den Schlaf gleiten, bevor die Geschichte zu Ende ist das genau das, worauf wir hoffen. Die Worte werden leise weitergehen und du kannst sie zurücklassen, wann immer du bereit bist. Also, lass deinen Körper in das ruhen, was ihn hält. Das Kissen, die Matratze, die Decke, warm über dir. Spüre dein eigenes Gewicht, sanft getragen, ohne irgendwo hin zu müssen. Atme ein, langsam. Atme aus, noch langsamer. Und stelle dir jetzt, wenn du magst, vor, dass der Raum um dich zu verblassen beginnt. Die Wände werden weicher. Die Decke öffnet sich nach oben, wie ein sich hebender Nebel. Und an seine Stelle tritt die warme, feuchte Luft einer Lagune in der Dämmerung. Du kannst das Wasser riechen. Du kannst warmes Glas riechen. Du kannst Jasmintee riechen, der irgendwo in der Nähe zieht. Lass dich ankommen. Du stehst auf dem niedrigen Deck einer breiten, flachbodigen Barke. Und das Licht hat die Farbe eines langsamen Errötens. Über dir ist der Himmel von Aprikose zu Lavendel geworden und die ersten Lampen der Stadt beginnen sich zu erwärmen. Eine nach der anderen, entlang der Balkone und Markisen, die den Kanal säumen. Jede dieser Lampen ist ein Stück Glasrohr, von einer geduldigen Hand gebogen, gefüllt mit einem Hauch Edelgas, das leuchtet, wenn man es darum bittet. Rosa, Cerulean, Buttergelb, Koralle, tiefes Meergrün. Jedes Fenster hat eine. Jeder Türrahmen, jede Markise tropft von weichem, leise summendem Licht. Die Barke treibt. Sie hat keinen Motor, nur die Strömung und ein langes Schlingtau, das der Barkenmeister irgendwo am Bug gelegentlich um einen Pfahl legt, um euch ruhig zu halten, während von einem Balkon darüber ein Schild herabgelassen wird. Du kannst den Barkenmeister von deinem Platz aus nicht sehen. Du weißt, dass er da ist, weil du das leise Knarren seines Flaschenzugs hörst und das sanfte Klatschen des nassen Taus auf dem Deck und das leise, tonlose Summen, das er von sich gibt, wenn er zufrieden ist. Das Deck unter deinen Füßen besteht aus altem, dunklem Bohlenwerk, glatt geworden von Jahren weichsohliger Schuhe. Es ist feucht, so wie alles auf der Barke feucht ist. Nicht nass, sondern kühl und nachgebend. Die Feuchtigkeit der Lagune in jeder Oberfläche verwoben.
Entlang der Mitte des Decks verläuft eine lange Werkbank. Und über der Werkbank hält eine Reihe von Haken und Halterungen die Röhren, die auf ihre Reparatur warten. An einer Seite der Bank schickt ein kleiner Messingbrenner eine niedrige blaue Flamme empor. Ruhig, flüsternd, nicht größer als eine Kerze. Und daneben dampft sanft ein kleiner Eisenkessel, dessen Deckel nur dann klappert, wenn er es möchte. Die Luft riecht nach diesem Dampf und nach warmem Glas und nach den Jasminblättern, die sich neben dem Kessel im Topf setzen. Sie riecht auch nach der Lagune selbst. Salzig, süß, krautig, warm und schwächer nach den fernen Küchen auf den Balkonen darüber, wo Abendessen beendet und abgeräumt werden. Du trägst eine weiche Segeltuchschürze über deiner Kleidung und an der Schürze sind kleine Taschen, in denen die Werkzeuge deines Handwerks stecken. Ein stumpfer Anreißer, ein paar kleiner Baumwollhandschuhe, asbestfrei, grau und weich vom Gebrauch, eine kleine Glasfeile, ein Kreidestummel, nichts Scharfes, nichts Lautes, alles in eine bequeme Form, gebracht von den Händen, die vor deinen kamen. Über der Barke trägt ein Gitter aus dünnen Holzbalken eine Segeltuchmarkise, die den Tau von der Arbeit fernhält. An den Balken hängen an unsichtbaren Fäden ein Dutzend kleiner Papierlaternen, blass elfenbeinfarben, innen warm, und sie schwanken, ganz leicht, wenn sich die Barke bewegt. Zwischen den Laternen und den Neonschildern auf den Balkonen darüber hat die Decke deiner Welt eine sanfte, wässrige Beschaffenheit, als würde das Licht durch Gase gesiebt. Du atmest ein. Die Luft ist zunächst kühl und wird dann warm in deiner Brust. Du atmest aus. Du bist hier. Du hast den ganzen Abend. Jede Röhre kommt an die Reihe. Irgendwo in mittlerer Entfernung spielt ein Balkoncafé Musik. Etwas Langsames, Gedämpftes, meist Rhythmus, meist Bass. Und die Töne erreichen dich sanft über das Wasser, verwischt von den kleinen, geschwungenen Brücken und den Putzmauern, die den Kanal fassen. Du kannst die Melodie nicht ausmachen und du musst es auch nicht. Sie ist einfach Teil des Abends, so wie der Duft des Jasmins Teil des Abends ist, so wie das rosa Licht auf dem nassen Deck Teil des Abends ist. Am anderen Ende der Werkbank sitzt auf einem niedrigen Hocker dein Lehrling. Du weißt nicht, wie lange er schon bei dir in der Lehre ist. Eine Saison vielleicht oder 2. Aber du kennst ihn inzwischen gut, kennst die Art, wie er seine Werkzeuge in einer ordentlichen Reihe auslegt, bevor er beginnt, kennst die Art, wie er den Kopf neigt, wenn er auf das Gas horcht. Er trägt eine ähnliche Schürze wie du und er wickelt gerade ein Stück dünnen Kupferdrahts um eine Holzspule, geduldig wie sonst nichts, ohne Eile fertig zu werden. Er nickt dir zu, wenn du seinen Blick auffängst, und wendet sich dann wieder dem Draht zu, und der Draht summt unter seinen Fingerspitzen. Du lässt dich auf deinen eigenen Hocker an der Werkbank nieder. Der Hocker hat die richtige Höhe. Die Bank hat die richtige Höhe. Alles in dieser kleinen, schwimmenden Werkstatt ist über Jahre hinweg mit Sorgfalt platziert worden, damit ein Reparateur den ganzen Abend arbeiten kann, ohne sich je strecken oder hasten zu müssen. Von oben, dann vielleicht 10 Schritte den Kanal entlang, kommt das erste Knarren eines sich senkenden Flaschenzugs. Irgendwo auf einem Balkon hat ein Ladenbesitzer entschieden, dass ein Schild zu matt geworden ist oder zu flackernd oder zu müde und hat es an das lange Tau gehakt, das über dem Wasser herabhängt. Du hörst den Flaschenzug seinen langsamen, stetigen Abstieg beginnen. Knarr, knarr, knarr. Das Tau
gibt sich eine Handbreit nach der anderen aus. Der Barkenmeister am Bug ruft etwas Leises, Wortloses, mehr ein Summen als ein Wort. Und die Barke gleitet sanft zur Seite, drückt sich in den Schatten des Balkons hinein, bis das herabkommende Schild direkt über der Werkbank hängt. Du musst nichts tun, um zu helfen. Die Barke kommt einfach dort an, wo sie sein soll. Das erste Schild kommt langsam in Sicht. Es tritt aus der Dämmerung dort oben hervor wie eine Hand, die nach dem Licht tastet. Ein Stück gebogenes Glasrohr, das noch schwach in butterfarbenem Gelb glüht, gehalten in einer gepolsterten Wiege aus Holz. In weichen Schwüngen einer Schreibschrift trägt es den Namen eines kleinen Cafés, ein Wort, das du nicht zu lesen brauchst, denn deine Finger kennen seine Form längst aus all den Malen, die du es schon gehalten hast. Es kommt zu dir, langsam, langsam, und legt sich in deine behandschuhten Hände mit dem Gewicht einer schlafenden Katze. Du hakst es vom Seil der Winde. Das Seil, nun frei, treibt wieder hinauf ins Dunkel, bereit, das nächste Schild herabzulassen. Du legst das butterfarbene Rohr über 2 gepolsterte Auflagen auf der Werkbank und einen Moment lang schaust du es einfach nur an. Es ist schön. Es ist alt. Sein Glühen ist weich und ungleichmäßig, heller an einer Biegung, schwächer an einer anderen, als wäre das Licht darin schläfrig geworden und zu einer Seite des Rohres gesunken. Hier beginnt das Handwerk. Du beugst dich vor, legst eine behandschuhte Hand ganz leicht der Länge nach an das Rohr und du schließt die Augen. Und du lauschest. Du lauschest nicht mit den Ohren, nicht wirklich, sondern mit der ganzen Stille deines Körpers. Unter deiner Handfläche ist das Glas schwach warm. Ein Summen liegt darin, das leise, vertraute Summen eines Transformators irgendwo in der Wand des Cafés. Und da ist auch ein Zischen, ganz leise, das Geräusch von Edelgasen, die sich im Inneren des Rohres bewegen. Du lauschst und du spürst, wo das Zischen gleichmäßig ist und wo es stolpert. Irgendwo nahe der 3. Biegung fällt der Klang ab, wird weicher, als wäre das Gas an dieser Stelle schüchtern geworden und weigerte sich zu singen. Du öffnest die Augen. Nun weißt du, wo das Schild Hilfe braucht. Ganz langsam greifst du nach der kleinen blauen Flamme. Du bringst das Rohr über den Brenner und hältst den schüchternen Abschnitt des Glases knapp über die Flamme. Nicht in sie hinein, nur in ihre Nähe. Und die Flamme flüstert hinauf, um dem Glas zu begegnen. Die blaue Flamme ist leiser als eine Kerze. Sie summt eher, als dass sie brennt. Du drehst das Rohr langsam, langsam, damit sich die Wärme gleichmäßig um das Glas verteilt, damit kein Teil davon von der Hitze erschreckt wird. Während das Glas warm wird, beginnt sich das Licht darin zu verändern. Der dunkle Abschnitt hält sich auf, erst zögernd, dann sicherer, wenn das Gas darin sich erinnert, was es tun soll. Es ist keine Reparatur gewaltsamer Art. Es ist einfach eine Einladung. Werde warm hier. Wach auf. Sing wieder. Und das Rohr singt wieder. Nicht mit Klang, nicht wirklich, sondern mit Licht. Das Butterfarbene vertieft sich, wird gleichmäßig, breitet sich durch die ganze Länge der geschwungenen Schrift aus, bis das ganze Wort ruhig und sanft glüht wie eine Öllampe. Du hebst das Rohr von der Flamme weg. Du wartest. Du schaust. Das Licht hält. Dann summst du, ganz leise, im Einklang mit dem Summen des Transformators, irgendwo weit weg. Und das Rohr scheint zurückzusummen, so wie ein gut gestimmtes Windspiel einem anderen antworten könnte. Deshalb nennt man deine Arbeit das Flüstern. Nicht, weil sie geheim ist,
sondern weil sie leise ist. Du legst das fertige Rohr zurück in seine gepolsterte Wiege. Wenn das Seil der Winde wieder herabkommt, gibst du ihm ein kleines Nicken der Bereitschaft. Und dein Lehrling hakt das Schild ohne Eile zurück an das Seil. Es steigt hinauf, langsam, langsam, zurück zum Balkon dort oben, wo wartende Hände es an seiner Halterung befestigen werden. Und das Café wird wieder erleuchtet sein. Du siehst ihm nach. Du siehst die butterfarbene Form durch die Dämmerung aufsteigen, zurück in die kleine Welt ihres Balkons und sich dort niederlassen. Von oben hörst du ein weiches Murmeln des Dankes, nicht unbedingt an dich gerichtet, sondern einfach in die Luft gesprochen, von wem auch immer dort gewartet hat. Der Kahn treibt eine Handbreit weiter. Du atmest aus. Ein Schild ist geschafft. Der ganze Abend liegt noch vor dir. Dein Lehrling gießt dir eine kleine Tasse Jasmintee ein. Die Tasse ist rund und warm und passt genau in deine Handfläche. Der Tee ist absichtlich schwach. Ein Arbeitstee, mehr Duft als Kraft. Und der Dampf zieht in langsamen, silbrigen Schwaden an deinem Gesicht vorbei. Du nippst. Du schmeckst zuerst die Blüten, dann das Wasser, dann den Hauch von warmem Porzellan. Du stellst die Tasse auf die Werkbank und das kleine Klingen, das sie macht, ist eines der weichsten Geräusche der Welt. Über dir, irgendwo weiter unten am Kanal, beginnt eine andere Winde zu knarren. Der Kahnführer summt sein wortloses Summen. Der Kahn gleitet ohne jede Eile sanft übers Wasser und schiebt seine Nase auf den nächsten Balkon zu, der dich braucht. So wird der Abend sein. Ein Schild nach dem anderen. Dazwischen Tee. An keiner Stelle Eile. Der Kahn treibt von Anlegestelle zu Anlegestelle wie ein Blatt auf einem trägen Bach. Das zweite Schild, das herabkommt, ist ein korallenrosafarbenes. Du hörst die Winde knarren. Du spürst, wie sich der Kahn verlagert. Und aus der Dämmerung sinkt eine lange, geschwungene Form herab. Die Schrift auf einem Fischgeschäft. 3 geschwungene Buchstaben, die niemand von unten leserlich gemacht hat. Denn wer liest schon ein Schild von unten? Es kommt sanft schaukelnd zu dir und du empfängst es mit beiden behandschuhten Händen. Und sein Gewicht ist das Gewicht eines großen Brotleibs. Dieses Schild ist stiller als das erste. Wenn du deine Handfläche der Länge nach an das Glas legst, hörst du beinahe nichts. Der Transformator oben an der Wand des Fischgeschäfts muss auch müde sein. Das ganze Schild ist in eine Art Schlummer geglitten. Nur der allerletzte Schwung des letzten Buchstabens glüht noch, matt wie eine Glut. Du lässt dir Zeit. Du lässt dir sehr viel Zeit. Du bringst das Rohr nah an die kleine blaue Flamme und du drehst es langsam und du wärmst einen Abschnitt nach dem anderen und du lauschst und du wärmst wieder. Wo das Korallenrosa erwacht, lächelst du. Wo es nicht erwacht, wartest du und wärmst und wartest und wärmst. Da ist keine Eile in all dem. Der Fischhändler schläft inzwischen irgendwo oder trinkt kühlen Wein auf einer Dachterrasse. Das Schild darf so lange brauchen, wie es braucht. Um dich herum setzt die Welt ihre eigene langsame Arbeit fort. Das Wasser der Lagune klatscht leise gegen den Rumpf. Ein kleines, stetiges Geräusch, wie das Ticken einer Uhr aus Stoff. Die Papierlaternen darüber schwanken. Die Spiegelungen der Neonschilder von den Balkonen dort oben flechten und entflechten sich auf der Unterseite des Sonnensegels. Rosa, azurblau, butterfarben, Koralle, wieder rosa, während sich das Wasser bewegt. Du blickst nur ein einziges Mal hinauf zu dieser gewobenen Decke aus Licht und du spürst, wie deine Augen sich schließen wollen. Du lässt sie sich schließen für einen Moment. Dann öffnest du sie wieder und drehst das Rohr weiter.
Allmählich, und so ist es mit korallenrosafarbenem Glas, erwacht die schlafende Farbe. Sie erwacht zuerst in kleinen Flecken, kleinen Blüten der Helligkeit. Dann verbinden sich die Flecken und der ganze Buchstabe leuchtet. Und dann der nächste und dann der letzte. Du hebst das Rohr aus der Flamme. Du hältst es vor dich hin. Das ganze Wort ist nun Koralle, ruhig und gleichmäßig, warm wie das Innere einer Muschel. Dein Lehrling vom anderen Ende der Werkbank gibt einen leisen Laut der Zustimmung von sich. Es ist nicht ganz ein Wort. Es ist der Laut, den man beim Kosten einer guten Suppe machen könnte. Du nickst ihm zu und er nickt zurück und die korallenrosa Röhre fährt an ihrer Winde hinauf, zurück auf ihren Balkon, zurück in ihre Halterung, zurück in den verschlossenen Fischstand für die Nacht. 2 Schilder erledigt. Der Abend geht weiter. Du nimmst noch einen Schluck vom Jasmintee. Er ist etwas abgekühlt. Und abgekühlt ist sogar besser als warm. Er kommt der Temperatur der Lagunenluft selbst näher. Und er gleitet dir die Kehle hinab, als wäre er nur ein wenig schwerer als Atem. Du stellst die Tasse ab. Du wischst dir die behandschuhten Finger am Zipfel deiner Schürze ab. Der Kahn schiebt sich weiter. Die Winde knarrt. Der Kahnführer summt. Das Wasser klatscht. Alles hat seinen Rhythmus und der Rhythmus verlangt nichts von dir. Das 3. Schild ist länger als die ersten beiden. Du spürst, wie sich der Kahn stärker als sonst neigt, während es herabkommt. Ein langes, geschwungenes Stück Röhre, gekräuselt wie eine Welle, gebogen in die Form einer großen, geschwungenen Schnörkellinie, von der du weißt, dass sie zum Badehaus 2 Kanäle weitergehört. Das Badehaus hat ein breites Schild, das sich über die ganze Länge seines Traufsimses zieht. Und dies ist ein Abschnitt davon. Ein azurblaues Stück, tief und kühl, in der Farbe des Himmels, wenn er beinahe aufhört, Himmel zu sein und beginnt, Nacht zu werden. Das azurblaue Stück kommt langsam herab und es braucht dich und deinen Lehrling, die ihr an entgegengesetzten Enden der Werkbank steht, um es entgegenzunehmen. Du legst es auf die gepolsterten Auflagen. Es reicht fast die ganze Länge der Bank aus. Sein Leuchten ist, wenn du es betrachtest, an einem Dutzend Stellen ungleichmäßig. Flecken voller Helligkeit. Flecken beinahe im Dunkeln. Und ein langes Stück in der Mitte, das sanft flackert, wie ein langsamer Herzschlag. Du beugst dich über die Röhre. Du legst deine Handfläche einmal hier auf, dann dort, dann an einer 3. Stelle. Du lauschst. Das Summen ist ungleichmäßig. Das Zischen stockt. Das Azurblau ist müde, wie ein langer Tag müde ist. Nicht beschädigt, nur abgenutzt. Dieses hier, das weißt du, wird eine Weile dauern. Dein Lehrling geht zum Brenner und stellt die blaue Flamme nach, dreht sie ein Haar zurück, sodass das Flüstern noch leiser wird als zuvor. Er kennt deine Art. Für ein langes Stück eine sanftere Flamme. Für eine sanftere Flamme ein längeres Drehen. Du beginnst an einem Ende. Du wärmst die erste Krümmung langsam, ganz langsam. Drehst die Röhre zwischen deinen behandschuhten Händen. Siehst die Farbe hochkommen. Wo das Azurblau aufleuchtet, gehst du weiter. Wo es zögert, verweilst du. Es liegt ein Rhythmus darin. Und der Rhythmus passt sich deinem Atem an. Ein, aus. Ein, aus. Hier warm. Hier warm. Hier warm. Über dir schwingen die Papierlaternen auf ihre langsame Weise. Die Musik vom fernen Balkoncafé wechselt zu einem neuen Lied. Sanfter als das erste. Ganz tiefe Bässe und gestrichene Becken. Und du kannst keines der Worte verstehen. Die Lagune klatscht gegen den Rumpf.
und der Kahnführer summt. Du arbeitest dich die azurblaue Röhre entlang. Es dauert viele Minuten. Es dauert vielleicht eine Stunde. Die Zeit auf dem Kahn ist nicht ganz dieselbe wie die Zeit an Land. Sie dehnt sich leicht, faltet sich leicht, legt sich klaglos um die Arbeit. Du schaust auf keine Uhr, denn es gibt keine Uhr, auf die man schauen könnte. Das einzige Maß der Zeit ist die Temperatur des Tees in der Kanne neben dem Kessel, der immer ein wenig warm ist. Auf halber Länge des Azurblauen hältst du inne. Du richtest dich auf. Du kreist die Schultern einmal, langsam, und dann in die andere Richtung. Du atmest ein. Du atmest aus. Du nippst an deinem Tee. Du blickst hinauf zum gewobenen Lichterdach und siehst, dass sich die Spiegelungen verändert haben, seit du zuletzt hinaufgesehen hast. Die Rosa- und Gelbtöne sind vorgerückt. Das Azurblau deiner eigenen Arbeit unten wirft nun einen sich weitenden blauen Teich hinauf auf die Markise. Dein Lehrling reicht dir einen kleinen Honigkuchen, nicht größer als eine Pflaume, und du isst ihn in 3 langsamen Bissen. Er schmeckt nach Honig und Kardamom und Butter und warmem Mehl. Es ist eine kleine, vollständige Sache, und du kostest sie aus. Dann kehrst du zum Azurblauen zurück. Der flackernde Abschnitt, das mittlere Stück, ist das empfindlichste. Hier wirst du noch langsamer. Du wärmst und du wartest. Und du summst einen leisen, tiefen Ton, der sich der Tonhöhe des Schildes anzupassen scheint. Das Gas darin regt sich zögernd, sammelt sich, setzt sich. Das Flackern verlangsamt sich. Das Flackern beruhigt sich. Der ganze Mittelteil füllt sich mit gleichmäßigem, kühlem Licht. Du atmest langsam aus. Du machst weiter. Das letzte Drittel der Röhre wärmt sich nun leichter, als hätte die geweckte Mitte begonnen, ihre Nachbarn zu leeren. Bis du das ferne Ende erreichst, glüht das ganze azurblaue Stück. Tief, gleichmäßig, unerschütterlich und liegt auf den gepolsterten Auflagen wie ein langer, langsamer Fluss aus blaugrünem Licht. Du und dein Lehrling, gemeinsam hebt es hoch. Es ist nicht schwer. Glasröhren sind das nie. Aber es ist lang und seine lange Form verlangt nach 2 Paar Händen. Ihr hebt es und ihr bettet es in seine Halterung und ihr hakt die Halterung an das Windenseil. Und hinauf geht es, langsam, ganz langsam, zurück in die Dämmerung, zurück zu seinem Badehaus Traufsims. Du siehst ihm nach, wie es aufsteigt. Das azurblaue Licht klettert durch die feuchte Luft wie ein langsamer Segen. Du schaust ihm nach, bis es über der Markise außer Sicht ist. Und dann schaust du noch einen Moment länger, denn sein Licht bleibt noch eine kleine Weile in deinen Augen, auch wenn die Röhre selbst schon fort ist. 3 Schilder erledigt. Der Abend geht weiter. Der Kahn treibt. Die Verteuungen verlagern sich. Der Kahnführer summt sein wortloses Summen vom Bug her, und der Kahn schiebt sich sanft am Schatten einer geschwungenen Brücke vorbei, hinaus auf eine weitere Wasserfläche, wo die Balkone weiter auseinander liegen und das Licht sanfter ist. Hier gibt es für eine kleine Weile keine Schilder zum Herablassen. Du hast einen Abschnitt Stille. Du legst deine Handschuhe auf die Bank und du streckst deine Finger und du schaust aufs Wasser. Die Lagune ist sehr still hier oder beinahe still. Nur die langsame Tide und die Kräuselungen von der eigenen Fahrt des Kahns stören die Oberfläche. Die Spiegelungen der Balkonschilder ziehen sich lang über das Wasser und sie wackeln sanft und sie werden von den kleinen Kielwellen erfasst und zerbrechen und finden wieder zusammen. Du könntest dem stundenlang zusehen.
Vielleicht hast du dem stundenlang zugesehen, an einem anderen Abend. Vielleicht wirst du dem stundenlang zusehen, an irgendeinem Abend, der noch kommen wird. Dein Lehrling nimmt den Kessel vom Brenner. Er gießt frisches Wasser ein und setzt ihn wieder auf. Das Wasser beginnt sein langsames Erwärmen. Der Kessel wird nicht laut singen. Er kommt immer nur bis zu einem leisen Flüstern von Dampf, bevor dein Lehrling ihn wieder herunternimmt, denn das reicht für Tee. Du greifst in einen kleinen Korb unter der Werkbank und nimmst ein Stück neues Glasrohr heraus. Klar, ungebogen, unbeleuchtet, und drehst es in deinen Händen. Dieses hier ist nicht für heute Nacht. Dieses hier ist für irgendwann. Du spürst nur sein Gewicht, spürst die Temperatur des Glases an deinen Handflächen, spürst, wie es gebogen werden möchte. Manche Rohre wollen Kreise werden, manche wollen Wellen werden, manche wollen lange, langsame Schriftzüge werden. Dieses hier, denkst du, möchte eine Spirale werden. Du wirst es heute Nacht nicht biegen. Du legst es zurück in den Korb. Irgendwann. Der Kahn treibt weiter. Das weite Wasser verengt sich wieder in einen anderen Kanal. Und nun sind mehr Balkone über dir, dichter beieinander, und ihre Neonspiegelungen sammeln sich wieder auf der Markise über dir. Rosa, Korallenrot, Himmelblau, Buttergelb, ein tiefes Meergrün von einem neuen, das du zuvor noch nicht gesehen hast. Ein weiterer Flaschenzug beginnt zu knarren. Ein weiteres Schild kommt herunter. Dieses ist klein. Ein kleiner Neonkreis, nicht größer als eine Untertasse, in einem warmen Korallenrosa. Es ist das Schild einer Bäckerei und es zeigt nur ein einziges Wort. Die Form dieses Wortes ist dem Viertel so vertraut, dass jeder es an der Form liest und nicht an den Buchstaben. Es kommt leicht herunter und legt sich allein in deine Handfläche. Und du nimmst es entgegen, als wäre es ein kleines Lebewesen, das an einem Faden zu dir herabgetrieben ist. Der kleine Kreis hat nur eine kleine Sorge, eine winzige Lücke in seinem Leuchten, ganz oben am Ring. Du beugst dich vor, du lauschst, du wärmst die kleine Stelle über der flüsternden blauen Flamme und die Lücke füllt sich fast augenblicklich, als hätte das Rohr nur daran erinnert werden müssen. Hinauf geht es wieder, zurück zur Bäckerei, zurück zu seiner Halterung über der Tür. Du lächelst schwach. Manche Schilder sind so. Ein kurzer Besuch und schon sind sie wieder unterwegs. Zwischen einem Schild und dem nächsten summt dein Lehrling eine leise, wortlose Melodie. Sehr nah am Summen des Kahnführers, doch ein wenig höher. Die beiden haben, ohne je zu sprechen, den ganzen Abend miteinander gesummt. Und ihre zwei Töne bilden eine langsame, treibende Harmonie. Und du hast es bis jetzt nicht bemerkt, bis in diesem Augenblick die zweite kleine Teetasse neben deine Hand gestellt wird. Du trinkst. Der Tee ist frisch aufgegossen worden. Diesmal noch frischer, wärmer, und der Jasmin ist kräftiger. Dampf kräuselt sich an deinem Gesicht vorbei und verschwindet in das Licht über dir. Irgendwo in der mittleren Ferne kreuzt das Boot eines Fischers die Mündung deines Kanals und du siehst für einen Moment seine Laterne, eine echte Flamme, kein Neon, warm und golden. Und dann ist es fort und die Spiegelung davon bleibt auf dem Wasser, wie die Erinnerung an einen Freund. Das nächste Schild, das herunterkommt, ist wieder größer. Eine lange, langsame Windung in Buttergelb aus dem Fenster eines Buchhändlers, 3 Kanäle weiter. Der Buchhändler mag sein Schild warm und verlässlich und es hat ihm viele Jahre lang gedient. Und es kommt nicht zur Wartung herunter, weil es versagt, sondern weil es fällig ist. Du wirst es einfach nur besuchen,
Du wirst sicherstellen, dass die Dichtungen fest sind. Und du wirst jeden Abschnitt kurz erwärmen. Und du wirst es nach Hause schicken. Du legst die gelbe Windung auf die gepolsterten Ablagen. Du prüfst zuerst die Dichtungen, die kleinen Gummiringe, wo die Elektroden auf das Glas treffen. Du drückst jeden sanft zwischen Daumen und Zeigefinger, spürst das leicht klebrige Nachgeben. Das bedeutet, dass der Gummi noch weich ist und hält. Jede Dichtung antwortet dir höflich. Jeder Dichtung geht es gut. Du wärmst das Rohr in 3 langsamen Zügen, hin und her über der flüsternden blauen Flamme, und das Buttergelb sinkt auf ganzer Länge. Keine scheuen Stellen, kein Stocken. Es ist ein gesundes Rohr. Du schickst es wieder hinauf. Und so geht der Abend dahin. Schild um Schild, Tasse um Tasse, Flaschenzug um Flaschenzug. Der Kahn treibt. Der Kahnführer summt. Dein Lehrling summt. Die Rohre kommen herunter und die Rohre gehen wieder hinauf. Und die Lagune klatscht sanft an den Rumpf. Und die Papierlaternen schaukeln. Und die Spiegelungen flechten und entflechten sich auf der Markise über dir. Ein meergrünes Schild von der Tür eines Kräuterhändlers. Ein schmales, weißes Schild aus dem Fenster eines Schneiders. Dieses ist mit einem selteneren Gas gefüllt, das im weichsten Weiß leuchtet, wie Mondlicht auf Leinen. Eine Gruppe kleiner, runder, rosafarbener Schilder von den Bögen über einem Nachtmarkt. Alle zusammen am Flaschenzugseil gebunden. 5 davon, wie ein Bündel leuchtender Trauben. Jedes bekommt sein Lauschen. Jedes bekommt sein Erwärmen. Jedes geht nach Hause. Du hast es nicht eilig. Du könntest es gar nicht eilig haben, selbst wenn du es wolltest. Denn der Kahn selbst hat es nicht eilig. Und die Flaschenzüge haben es nicht eilig. Und die Transformatoren haben es nicht eilig. Und die Tide hat es nicht eilig. Alles in dieser schwimmenden Welt bewegt sich im gleichen langsamen Takt. Und Eile würde bedeuten, aus dem Takt zu fallen. Und hier fällt niemand aus dem Takt. Irgendwann, du kannst nicht sagen wann, wechselt der Himmel über der Markise von Lavendel zu tiefem, tiefem Blau. Die Papierlaternen über dir werden zum hellsten am Himmel, zusammen mit dem Neon der Balkone. Die Sterne, welche Sterne es auch geben mag, sind hinter dem Dunst des eigenen Stadtlichts verloren. Der Kanal ist nun ein Fluss aus sanfter Farbe, ganz aus Rosa und Himmelblau und Korallenrot und Buttergelb, verströmend vom Balkon zum Wasser, zur Markise, zu deinen behandschuhten Händen. Du bemerkst, entfernt, dass du hungrig bist, nicht dringend, nur leise. Dein Lehrling, der solche Dinge bemerkt, ohne dass man es ihm sagen muss, stellt ein kleines Holztablett auf die Bank neben dir. Auf dem Tablett steht eine Schale klarer Suppe, blass und dampfend, mit einem einzelnen grünen Blatt, das darin schwimmt. Neben der Schale liegt ein kleiner Holzlöffel. Neben dem Löffel liegt noch ein Honigkuchen und eine kleine Schale eingelegter Gurken und eine gefaltete Stoffserviette, warm vom Kessel. Du ziehst deine Handschuhe aus. Du legst sie neben dich auf die Bank. Du nimmst den Löffel. Du tauchst ihn in die Suppe. Die Suppe ist warm und salzig und zart. Der Geschmack einer Brühe, die sehr lange aus sehr einfachen Dingen gesimmert und dann so lange abgeseit wurde, bis nur die Essenz übrig blieb. Sie gleitet deine Kehle hinab und wärmt deine Brust. Du isst langsam. Es gibt keinen Grund, anders zu essen. Zwischen den Löffeln blickst du hinauf zur Decke aus Licht. Zwischen den Löffeln blickst du hinaus über das Wasser. Zwischen den Löffeln lauschst du dem Knarren der Flaschenzüge und dem Klatschen des Wassers und der fernen Musik der Balkone.
und dem doppelten Summen deiner beiden Gefährten. Du isst den Honigkuchen. Du isst eine Scheibe eingelegte Gurke, die kühl und scharf und vollkommen klein ist. Du wischst dir die Finger an der warmen Serviette ab. Du nimmst einen letzten Löffel Suppe und dann noch einen letzten Löffel und dann wirklich den letzten. Die Suppe ist alle. Das Tablett wird weggenommen. Eine weitere Tasse Jasmintee erscheint und du nimmst sie mit beiden Händen entgegen und du hältst sie eine Weile an deine Brust, bevor du trinkst. Die Wärme der Tasse dringt durch die Vorderseite deiner Schürze und in deine Rippen. Es ist eine sehr gute Wärme. Sie legt dich zur Ruhe. Du atmest den Jasmin ein. Du atmest aus. Ein weiterer Flaschenzug knarrt. Ein weiteres Schild beginnt seinen langsamen Abstieg. Dieses hier, als es auftaucht, ist anders. Es ist klein und rund wie das Bäckereischild. Doch sein Leuchten hat eine Farbe, die du nicht oft siehst. Ein blasses Pfirsich, fast mehr warm als farbig, wie das Innere einer Muschel, die man vor eine Lampe hält. Es kommt aus einem kleinen Fenster 3 Stockwerke hoch. Und du hast es vor dieser Nacht noch nie gesehen. Du vermutest, es ist neu. Du vermutest, dass sein Besitzer es selbst gemacht hat. Und du vermutest das, weil die Biegung des Glases ein wenig unregelmäßig ist, ein wenig charmant, ein wenig handgemacht. Du nimmst es in eine Hand. Es wiegt fast nichts. Du hörst ihm zu. Es summt scheu. Es zischt leise. Es hat eine kleine dunkle Stelle, dort, wo das Glas versiegelt wurde. Und du kannst erkennen, dass die Dichtung dort ein wenig trocken ist. Nicht beschädigt, nur neu, muss noch lernen nachzugeben. Du tupfst eine sehr kleine Menge klaren, duftenden Öls auf deine Fingerspitze. Du drückst es sanft, ganz sanft, in den Gummi. Der Gummi nimmt das Öl an, wird weich unter deiner Berührung und nach einem Augenblick kehrt die geschmeidige Nachgiebigkeit zurück. Du wärmst das kleine Schild kurz über der blauen Flamme. Das blasse Pfirsichlicht wird ruhig. Hinauf geht es am Flaschenzugseil, klein und leuchtend. Und du siehst zu, wie es den ganzen Weg zu seinem Fenster im 3. Stock steigt, wo ein Schatten hinter dem Glas es mit langsamen Händen entgegennimmt und in seine Halterung einhakt. Irgendwo ist ein kleines Fenster, wieder ein kleines Licht geworden. Irgendwo lächelt jemand. Du lächelst auch, ganz leicht. Der Kahn treibt weiter. Der Abend ist jetzt tief geworden. Die Musik aus den Balkoncafés hat sich verändert. Noch sanfter, noch langsamer. Und es kommen weniger Schilder herab. Denn die Ladenbesitzer, die zu Bett gegangen sind zufrieden, auf morgen zu warten. Die Flaschenzüge knarren seltener. Das Summen des Kahnführers ist fast unhörbar geworden. Eher etwas Gefühltes als etwas Gehörtes. Dein Lehrling legt seine Spule Kupferdraht ab. Er hat sie sehr ordentlich gewickelt. Er streckt die Arme über den Kopf, langsam, und lässt sie dann fallen. Er gießt den letzten Tee aus der Kanne in 2 kleine Tassen und stellt eine neben dich. Ihr trinkt gemeinsam, wortlos. Der Tee ist nun fast kühl und er ist sehr duftend und er rinnt sehr langsam die Kehle hinab. Du blickst auf die Werkbank. Die gepolsterten Auflagen sind leer. Die Werkzeuge liegen dort, wo du sie hingelegt hast. Die kleine blaue Flamme flüstert noch, aber leiser als zuvor. Dein Lehrling hat sie heruntergedreht, sodass sie jetzt nur noch die Andeutung einer Flamme ist. Ein sanfter, blauer Atem über dem Brenner. Der Kahn schmiegt sich an seinen langsamen Liegeplatz für die Nacht. Der Kahnführer schlingt das lange Seil einmal um einen bemoosten Pfosten und der Kahn kommt zur Ruhe. Du bist noch nicht fertig für den Abend.
Es mögen noch 1 oder 2 Schilder kommen, aber im Moment gibt es eine Pause. Eine lange, tiefe Pause. Die Art von Stille, die sich in die Knochen eines Ortes setzt. Du erhebst dich langsam von deinem Hocker. Deine Knie sind ein wenig steif und du heißt die Steifheit willkommen, weil sie bedeutet, dass du gut und lange gesessen hast. Du gehst langsam zum Rand des Kahns und du legst deine Hände auf das hölzerne Geländer. Die Lagune zu deinen Füßen ist dunkel und warm und sanft erhellt vom Widerschein des Neons der Stadt über dir. Du kannst schwach die Umrisse kleiner Fische erkennen, die sich unter der Oberfläche bewegen, angezogen vom farbigen Licht. Sie flackern, sie treiben. Sie sind Teil des großen, langsamen Rhythmus von allem. Du atmest die kühle, feuchte Luft des Kanals ein. Du atmest aus. Du lehnst dich lange an das Geländer. Du bist, so wird dir bewusst, tief, tief, ruhig. Nicht müde in irgendeiner besonderen Weise und nicht wach in irgendeiner besonderen Weise. Einfach beständig, einfach hier, einfach mittendrin in einem langen, freundlichen Abend, der keinen Grund hat zu enden und keinen Grund hat, sich zu irgendetwas hinzubeeilen. Hinter dir faltet dein Lehrling Tücher und räumt Werkzeuge auf. Er bewegt sich langsam. Er legt jedes Ding an seinen Platz. Er summt 1, 2 Mal und dann ist er still. Der Kahnführer am Bug hat ganz aufgehört zu summen. Vielleicht döst er auf seiner Seilrolle. Vielleicht beobachtet er dieselben Fische, die du beobachtest. Es spielt keine Rolle, was von beidem. Du wendest dich vom Geländer ab und gehst langsam zurück zu deinem Hocker. Aber du setzt dich nicht und du gehst ein Stück weiter zu der kleinen, hölzernen Pritsche am anderen Ende des Kahns. Eine Pritsche, die du dir selbst gegenüber nicht erwähnt hast, obwohl du wusstest, dass sie da war. Ein niedriges, schmales Bett mit einer dünnen Matratze und einer weichen, gefalteten Decke zu ihren Füßen. Die Pritsche ist für den Ausbesserer in Nächten wie dieser. Die Pritsche ist für dich. Du setzt dich auf ihre Kante. Die Matratze gibt sanft unter dir nach. Du legst deine Schürze ab und faltest sie ordentlich und legst sie auf ein kleines Regal neben der Pritsche. Du ziehst deine weich besohlten Schuhe aus und stellst sie nebeneinander auf das Deck. Du legst dich hin. Du ziehst die gefaltete Decke über dich. Die Decke ist dünn, aber die Luft ist warm und die Decke ist genug. Du blickst hinauf zur Markise über dir. Die Papierlaternen schaukeln. Die Neonspiegelungen flechten sich auf dem Segeltuch. Rosa, himmelblau, buttergelb, Koralle, Pfirsich, Meergrün. Sie bewegen sich langsam, so langsam über deinem Gesicht. Du atmest ein, du atmest aus. Der Kahn klatscht sanft ans Wasser. Die Transformatoren summen. Die blaue Flamme flüstert, tief und tief. Irgendwo in mittlerer Ferne geht ein letztes Balkonschild sanft für die Nacht an. Irgendwo schließt sich ein Fensterladen. Irgendwo hört die Musik auf. Deine Augen sind schwer. Du lässt sie sich schließen. Du lässt sie sich schließen. Und die Farben über dir bewegen sich weiter. Sanft auf der Innenseite deiner Lider. Rosa, himmelblau, buttergelb. Sie flechten und entflechten sich. Sie erwärmen sich und kühlen ab. Sie treiben. Die Lagune klatscht an den Rumpf. Sanft, sanft. Du bist warm. Du bist geborgen. Du bist gehalten. Der Kahn treibt. Die Strömung bewegt sich. Das Seil hält. Die Stadt leuchtet. Jede Röhre hat ihren Moment bekommen. Jeder Röhre wird ihr Moment gegeben werden. Morgen und übermorgen und den Tag darauf. Es gibt keine Eile. Es hat nie Eile gegeben. Dein Atem wird langsamer. Dein Körper ist schwer auf der Pritsche.
Die Decke ruht sanft auf dir. Die Papierlaternen schaukeln. Die Farben treiben. Die blaue Flamme flüstert. Die Lagune klatscht sanft an den Rumpf. Irgendwo summt ein ferner Transformator. Irgendwo flackert ein kleiner Fisch unter dem Wasser. Irgendwo atmet der Kahnführer langsam und tief. Du bist hier. Du bist gehalten. Es gibt nichts mehr zu tun. Lass dich ruhen. Lass dich treiben. Lass die Farben über dir sich bewegen. Lass das Wasser unter dir sich bewegen. Lass den Abend ohne dich weitergehen. Der Kahn treibt. Die Strömung bewegt sich. Die Laternen schaukeln. Die Flamme flüstert. Das Wasser klatscht. Du atmest ein. Du atmest aus. Du atmest ein. Du atmest aus. Schlaf jetzt. Schlaf und lass das Licht ohne dich weitergehen. Schlaf. Schlaf. Und immer noch treibt der Kahn. Immer noch bewegen sich die Farben über dir. Still, ohne gesehen werden zu müssen. Rosa in Rosé. Rosé in ein weiches Korall. Ein Korall in das blasseste Orange, wie das Innere einer Muschel, gegen eine Lampe gehalten. Die Farben verlangen nichts von dir. Sie fahren nur fort, so wie das Wasser fortfährt, so wie der Atem fortfährt, so wie die kleinen Lichter am fernen Kai fortfahren, eines nach dem anderen, geduldig und ohne Eile. Du wirst nicht gebeten, es zu bemerken. Du wirst nicht gebeten, es zu erinnern. Du wirst nur gebeten, wenn du überhaupt um etwas gebeten wirst, dich vom Abend tragen zu lassen. So wie er den Kahn trägt, so wie er die kleinen bemalten Boote trägt, die an der Ufermauer festgebunden sind. So wie er die Nachtfalter trägt, die langsam und schläfrig um die Papierlaternen über dir kreisen. Irgendwo hinter deinen geschlossenen Augen glüht der Ofen des Glasbläsers noch immer in einem tiefen, ruhigen Blau. Irgendwo wärmt sich eine Röhre aus klarem Glas in der Flamme, wartet auf ihre Farbe, wartet auf ihre Reihe. Irgendwo steckt der Kahnmeister sein Tuch in die Tasche seiner Schürze und setzt sich auf den niedrigen Hocker am Geländer und lässt seine Hände ruhen, Handflächen nach oben, in seinem Schoß. Auch er ruht. Der Kahn ruht. Die Stadt ruht. Die Lagune ruht auf ihre lange, langsame Weise. Sie bewegt sich nur, weil Bewegung ihre Natur ist. Sie atmet nur, weil Atmen ihre Natur ist. Und sie hält die gespiegelten Lichter so, wie eine hohle Hand eine kleine, warme Münze hält. Du spürst die Pritsche unter dir. Du spürst die Wolldecke über dir. Du spürst das Kissen, auf der einen Seite kühl, auf der anderen warm, das das Gewicht deines Kopfes birgt. Das Gewicht deines Kopfes ist beträchtlich und es ist willkommen. Das Kissen nimmt es ohne Klage an. Die Pritsche nimmt die Länge deines Körpers ohne Klage an. Der Kahn nimmt dein kleines zusätzliches Gewicht an, als wärst du schon immer Teil seiner Ladung gewesen. Vielleicht bist du das. Vielleicht hat der Kahn die ganze Zeit darauf gewartet, dass du dich hier hinlegst, unter den Papierlaternen, und die Augen schließt und die Farben ziehen lässt. Die Lagune schlägt leise gegen den Rumpf. Leise, leise. Irgendwo weit draußen, an der Mündung des Hafens, wiegt sich eine Glockenboje einmal und läutet, tief und rund. Und der Ton wandert lange über das Wasser, ehe er sich in nichts verdünnt. Es ist der Klang von etwas Geduldigem. Es ist der Klang von etwas, das seit 100 Jahren läutet und noch 100 weitere läuten wird und das nicht erwartet, dass irgendjemand Bestimmtes es hört. Du aber hörst es. Du hörst es und dann hörst du die kleinen antwortenden Klänge darum herum. Das Knarren einer Verteuung, die sich setzt, das Murmeln einer Stimme mehrere Kähne entfernt, tief und zufrieden, die nichts sagt,
was du wirklich verstehen könntest. Ein hölzerner Fensterladen, der sanft ins Schloss gleitet. Eine Katze irgendwo auf einem nahen Deck, die jenen kleinen zwitschernden Laut macht, den Katzen machen, wenn sie sich freuen, etwas Kleines und Bewegliches zu sehen. All diese Laute sind weit weg. All diese Laute gehören anderen Menschen, anderen Katzen, anderen Abenden. Du musst dich nicht um sie kümmern. Du musst dich um gar nichts kümmern. Die Laternen über dir schaukeln ein wenig an ihren dünnen Schnüren und ihr Licht schaukelt mit ihnen. Ein langsames Wiegen, ein langsames Verlagern, wie eine Mutter, die ein warmes Bündel von einer Seite zur anderen wendet. Das Papier ist dünn. Das Papier ist alt. Das Papier ist hier und da geflickt worden, mit Streifen noch dünneren Papiers. Und die Flickstellen sind schön auf jene Weise, wie geduldige Arbeit immer schön ist. Du denkst, schläfrig, dass hier alles mindestens einmal geflickt worden ist. Das Tau ist gespleist worden. Die Decke ist an einer Ecke neu gewoben worden. Der Hocker ist mit Harz behandelt worden. Die Pritsche ist neu bespannt worden. Die Laternen sind neu beklebt worden. Die gläsernen Röhren, wenn sie brechen, werden eingeschmolzen und neu gezogen. Dasselbe Glas, derselbe Sand, dem eine neue Gelegenheit gegeben wird, Licht zu halten. Hier wird nichts verschwendet. Hier wird nichts überstürzt. Nichts ist wirklich fertig, nur ausgeruht und wieder aufgenommen und noch einmal ausgeruht. Du spürst, auf jene stille Art, wie ein schlafender Geist Dinge spürt, dass auch du ausgeruht wirst. Nicht repariert, nicht fertiggestellt, nur für eine Weile abgelegt. An einem Ort, wo das Licht gütig ist und das Wasser gütig ist und die Hände, die die Flamme hüten, gütig sind. Der Kahn treibt eine Handbreit nach links an seiner langen Leine und dann eine Handbreit zurück. Das Tau, unsichtbar im dunklen Wasser, hält dich sanft. Auch du bist verteut, auf deine Weise. An die Pritsche, an die Decke, an das langsame Heben und Senken deiner eigenen Brust, an das weiche Gewicht deiner eigenen Augenlider. Du atmest ein, du atmest aus. Das Laternenlicht wärmt die Innenseite deiner Augenlider zu einer Farbe, wie Tee mit Honig, gegen ein Fenster gehalten. Du atmest ein, du atmest aus. Der Kahnmeister auf seinem Hocker ist jetzt sehr still. Sein Kopf ist ein wenig gesenkt. Seine Hände, Handflächen nach oben, bewegen sich nicht. Vielleicht schläft er. Vielleicht ruht er nur die Augen aus. Es macht keinen Unterschied. Die blaue Flamme, klein gestellt, hält ihre eigene stille Gesellschaft neben ihm. Sie wird nicht ausgehen. Sie wird brennen, tief und ruhig, die ganze Nacht hindurch. Und wenn das erste bleiche Grau des Morgens über die Lagune gleitet, wird sie noch da sein und auf die erste Röhre des neuen Tages warten. Aber das ist noch viele Stunden entfernt. Viele Stunden. Zwischen hier und dort gibt es nur dies. Das Wiegen der Laternen, das Klatschen des Wassers, das leise Brummen des fernen Transformators, den runden Ton der Glockenboje, die in langen Abständen einmal an der Hafenmündung läutet. Zwischen hier und dort gibt es nur Ruhe. Du lässt deine Schultern weich werden. Du spürst, wie sie das letzte kleine Halten loslassen, das sie noch getan hatten. Das letzte kleine Halten, von dem du nicht einmal gewusst hattest, dass du es tatest. Und sie sinken einen Bruchteil tiefer in die Pritsche. Du lässt deinen Kiefer weich werden. Du spürst, wie die kleinen Scharniere in den Kieferwinkeln sich lösen und dein Mund ruht, weder offen noch geschlossen, nur leicht. Du lässt deine Hände weich werden. Die Finger, ein wenig gekrümmt auf der Decke, strecken sich.
Die Handflächen öffnen sich, die Daumen legen sich, die Handgelenke ruhen. Du lässt deine Füße weich werden. Du spürst das kleine Gewicht der Decke über ihren Oberseiten und die kühle Luft der Lagune um sie herum. Und du spürst, wie sie sich endlich in die ehrliche, gewöhnliche Schwere von Füßen setzen, die dich den ganzen Tag getragen haben und endlich selbst getragen werden. Alles an dir wird getragen. Die Pritsche trägt dich. Der Kahn trägt die Pritsche. Die Lagune trägt den Kahn. Die Nacht trägt die Lagune. Und jenseits der Nacht, weiter draußen, als du jetzt recht denken kannst, trägt etwas Größeres und noch Sanfteres die Nacht. Das langsame Drehen der Welt, geduldig und ungehetzt, das von einer weichen Stunde in die nächste zieht, ohne auch nur ein einziges Mal seinen Platz zu verlieren. Du wirst in all dem gehalten. Du wirst gehalten. Du wirst gehalten. Die Farben über deinen geschlossenen Augen ziehen weiter dahin. Rosa, Zerullblau, Buttergelb, ein weiches Grün wie die Unterseite eines jungen Blattes, ein blasses Violett wie der Himmel in der letzten Minute vor der Dämmerung. Sie flechten sich und entflechten sich und flechten sich wieder, und du musst ihnen nicht folgen. Sie werden ohne dich weiterziehen. Alles hier wird ohne dich weitergehen. Das ist das Geschenk dieses Ortes. Nichts braucht dich, um in Bewegung zu bleiben. Die Gezeiten werden sich ohne dich bewegen. Die Laternen werden ohne dich schwingen. Die Flamme wird ohne dich flüstern. Die Glockenboje wird ohne dich läuten. Der Kahnmeister wird ohne dich atmen, langsam und tief. Es steht dir frei, loszulassen. Es steht dir frei, zu versinken. Es steht dir frei, zu schlafen. Und so tust du es. Du sinkst ein Stück weiter in die Pritsche. Du sinkst ein Stück weiter in die Decke. Du sinkst ein Stück weiter in das Geräusch des Wassers am Rumpf, bis das Geräusch nicht länger außerhalb von dir ist, sondern in dir. Ein langsamer, weicher Rhythmus, der an die Stelle des Denkens getreten ist. Klatsch, 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 sanft, sanft. Die Motten kreisen um die Laternen, schläfrig, langsam. Sie werden sich bald niederlassen. Sie werden ihre Flügel an das Papier legen und dort ruhen, warm bis zum Morgen. Die Katze auf dem benachbarten Deck rollt sich endlich in das Tau ein, das sie sich ausgesucht hat, und schließt die Augen. Die Stimme mehrere Kähne entfernt verstummt. Der hölzerne Laden, schon geschlossen, bleibt geschlossen. Eines nach dem anderen dimmen die kleinen Zeichen auf den fernen Balkonen auf ihre niedrigste Stufe. Die Stufe, die sie durch die Tiefe der Nacht halten. Eine Farbe, kaum mehr als die Erinnerung an eine Farbe, so wie eine Glut kaum mehr ist als die Erinnerung an eine Flamme. Die Lagune ist jetzt sehr dunkel, außer dort, wo die Laternen sie berühren. Die Laternen berühren sie in kleinen Lichtpfützen. Die Pfützen treiben. Die Pfützen verflechten sich, sanft an den Rändern, und entflechten sich und flechten sich wieder. Du siehst das nicht mit deinen Augen. Du spürst es, irgendwie, durch den Rumpf, durch die Pritsche, durch das langsame, gleichmäßige Heben und Senken deines eigenen Atems. Du spürst, dass die Welt ganz sanft leuchtet, auch im Dunkeln. Du spürst, dass die Welt ganz sanft gütig ist, auch wenn niemand hinsieht. Und du spürst, dass du eine kleine, warme Gestalt bist, in einer größeren, warmen Gestalt, in einer noch größeren, warmen Gestalt. Und dass all diese Gestalten gemeinsam atmen, langsam, im Takt. Ein, aus, ein, aus. Die Laterne, die dir am nächsten ist, dimmt sich von selbst. Eine halbe Nuance, als hätte jemand an einem kleinen, stillen Regler gedreht.
die Laterne daneben dimmt sich entsprechend. Und die nächste. Und die nächste. Die lange Reihe des Kahns entlang. Und der Kaimauer entlang. Und hinaus in die kleinen Seitenkanäle lassen sich die Papierlaternen in ihre Nachthelligkeit sinken. Genug, um zu sehen, falls du sehen müsstest. Aber nicht genug, um irgendjemanden wach zu halten. Hier muss niemand sehen. Alle hier ruhen. Du ruhst. Du ruhst. Die Decke ruht auf dir. Das Kissen ruht unter deinem Kopf. Die Pritsche ruht auf dem Deck. Der Kahn ruht auf dem Wasser. Das Wasser ruht in den Armen des Hafens. Der Hafen ruht in der langen, langsamen Form der Küste. Die Küste ruht in der langen, langsamen Form der Nacht. Alles ist ineinander gebettet. Alles ist gehalten. Alles ist gut. Du spürst, ganz leise, wie die letzten kleinen Gedanken des Tages ihren Griff lockern. Kleine Bilder, eine Türöffnung, eine Farbe, ein Gesicht, ein Satz, treiben durch das Innere deines Geistes, so wie kleine Papierboote an der Seite des Kahns vorbeitreiben mögen. Und du musst keines von ihnen einfangen. Du lässt sie ziehen. Du lässt sie ziehen. Du lässt sie ziehen. Sie treiben zum dunklen Ende des Kanals. Sie treiben aus dem Blick. Und hinter ihnen glättet sich das Wasser. Hinter ihnen glättet sich das Wasser. Und die Farbe deines Geistes wird die Farbe der Lagune bei Nacht. Tief und still. Und nur hier und da berührt von den weichsten Lichtpunkten. Du bist jetzt fast fort. Du bist fast in den Schlaf hinübergegangen. Du spürst ihn nahen, so wie du eine warme Flut an deinen Füßen an einem Sommerstrand nahen spüren magst. Langsam, ohne Eile, ohne jede Dringlichkeit, aber mit der Gewissheit von etwas, das immer schon unterwegs war. Du wehrst dich nicht dagegen. Du greifst nicht danach. Du lässt es kommen. Du lässt es kommen. Die Flut des Schlafs berührt deine Fußsohlen und wärmt sie. Sie steigt zu deinen Knöcheln und wärmt sie. Sie steigt zu deinen Knien und wärmt sie. Sie steigt langsam zu deinen Hüften und ruht dort, warm und schwer und gütig. Sie steigt zu deinem Bauch und zu deiner Brust und zu deinen Schultern. Und überall, wo sie dich berührt, wirst du ein wenig weicher. Sie steigt zu deiner Kehle und deine Kehle lässt jedes letzte kleine Wort los, das sie noch getragen haben mag. Sie steigt zu deinem Kiefer und dein Kiefer lässt los. Sie steigt zu deinen Schläfen und deine Schläfen lassen los. Sie steigt zur Krone deines Kopfes und die Krone deines Kopfes lässt los. Und du bist überall bedeckt von der weichen, warmen Flut des Schlafs. Du schwebst in ihr. Du schwebst in ihr, so wie der Kahn in der Lagune schwebt. Du bist sanft verteut. Du bist sanft gehalten. Du bist sanft erleuchtet. Aus großer Ferne, von den Papierlaternen und der niedrigen blauen Flamme und den letzten schwachen Zeichen auf den fernen Balkonen. Und dann wird auch das Licht weicher. Und dann dimmt sich auch das Licht. Die Laternen werden zu einem warmen Verschwimmen. Das Verschwimmen wird zu einer Farbe. Die Farbe wird zu einem Gefühl. Das Gefühl wird zur Form einer Hand, die sich ganz sanft über dich als Ganzes legt. Die Form einer Hand, die sich über dich als Ganzes legt, warm und ruhig und ohne etwas zu verlangen. Du ruhst unter ihr. Du ruhst. Du ruhst. Irgendwo, jetzt sehr weit entfernt, läutet die Glockenboje noch einmal, rund und tief, an der Mündung des Hafens. Du hörst sie kaum. Du hörst kaum noch etwas. Das Geräusch des Wassers am Rumpf ist zum Geräusch deines eigenen langsamen Atems geworden. Ein, aus, ein, aus. Der Kahn treibt. Die Gezeit bewegt sich. Das Tau hält. Die Stadt glüht. Die Flamme flüstert. Die Laternen schwingen. Die Farben treiben.
Und du, eingehüllt unter die Wolldecke, auf der Pritsche, auf dem Deck des kleinen Glaskahns, auf der stillen Lagune, in der stillen Stadt, an der stillen Küste, unter der stillen Nacht. Auch du treibst, du treibst, du treibst. Schlaf jetzt, schlaf und lass den Kahn dich tragen. Schlaf und lass die Laternen schwingen. Schlaf und lass die Farben ziehen. Schlaf und lass das Wasser sanft, sanft, sanft an den Rumpf klatschen. Schlaf und lass die Glockenboje läuten, falls sie läutet ohne dich. Schlaf und lass die Motten sich auf dem Papier niederlassen. Schlaf und lass die Katze sich in ihrem Tau einrollen. Schlaf und lass den Kahnmeister auf seinem Hocker ruhen. Schlaf und lass die blaue Flamme ihre niedrige, geduldige Wache halten. Schlaf und lass die Nacht sich ohne deine Hilfe weitertragen. Du hast genug getan. Du bist genug gewesen. Du bist genug. Ruh dich jetzt aus. Ruh, ruh. Der Kahn treibt. Die Laternen schwingen. Das Wasser klatscht. Sanft, sanft, sanft. Du atmest ein. Du atmest aus. Du atmest ein. Du atmest aus. Schlaf, schlaf, schlaf. Die Farben verblassen jetzt. Das Laternenlicht verblasst jetzt. Das Geräusch des Wassers ist jetzt sehr weit entfernt. Der Klang deines Atems ist jetzt ganz nah. Nur dein Atem. Nur dein Atem. Ein, aus, ein, aus. Und der Kahn, treu, still, gut ausgebessert, gut gepflegt, gleitet unter dir weiter. Trägt dich so, wie er seine Laternen getragen hat. Und sein Glas und seine niedrige blaue Flamme länger, als irgendjemand sich erinnern kann. Hier bist du sicher. Hier bist du geborgen. Hier bist du zu Hause, solange du es brauchst. Der Rest der Welt wird warten. Der Rest der Welt wird warten. Der Rest der Welt wird warten. Schlaf jetzt. Schlaf. Schlaf. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf.